Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 8 und hinter Nummer 8 versteckt sich ganz leckere und wunderschöne Eierlikörplätzchen. Viel Spaß! Dieses Rezept ist ein sehr kleines Rezept, also da kommen ziemlich wenig raus, aber für mich hat es gelangt. Wenn ihr mehr wollt, verdoppelt ihr bitte das Rezept. Und zwar für 20 Stück braucht ihr 200 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, 80 Gramm Zucker, 150 Gramm kalte Butter, 2 Eigelbe der Größe M, 3 Esslöffel Eierlikör und für die Creme 50 Milliliter Eierlikör, 160 Milliliter Milch, eine halbe Packung Vanillepuddingpulver und dann braucht ihr noch etwas Puderzucker zum Bestreuen. Los geht's! Wir stellen wieder einen Mürbeteig her, dazu gebe ich das Mehl in eine Schüssel, da kommt dann noch der Zucker dazu, das Backpulver, die Butter sollte kalt sein, die 2 Eier und der Eierlikör kommen noch mit hinein. Und das Ganze wird jetzt verknetet. Ihr könnt es mit der Küchenmaschine machen, so wie ich, oder gleich mit der Hand. Mein Teig ist jetzt fast fertig. Ich muss ihn jetzt noch mal kurz mit der Hand durchkneten. Und zwar gebe ich da den Teig einfach auf eine saubere Arbeitsfläche, gebe da ein bisschen Mehl drauf, den Teig darauf und dann wird das Ganze noch mal mit den Händen kräftig durchgeknetet. Und zwar so lange, bis wir einen schönen, glatten Teig haben, also nicht mehr so bröselig. Mein Teig ist fertig, der darf jetzt noch so für gut 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Das hier sind jetzt meine Ausstechformen. Ich habe hier so ein Quadrat, das hatte einen Durchmesser von 5 cm, die gab es mal beim Teddy für 1 Euro, und einen Sternausstecher mit 2,5 cm Durchmesser. Jetzt muss der Teig ausgerollt werden, dazu gebe ich auch etwas Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche und rolle den Teig auf gute 5 mm aus. Und dann geht es auch schon ans Ausstechen. Und zwar pro Plätzchen braucht ihr 2 Kekse. Und jetzt wird der ganze Teig mal damit ausgestochen. Die eine Hälfte bleibt ganz von den Keksen und die andere Hälfte, da stecht ihr in der Mitte einen Stern aus. Ihr könnt aber auch einen Kreis nehmen, ein Herz, was ihr halt gerade daheim habt. Also einfach in die Mitte stellen und ausstechen. Übrigens, diese kleinen Sternchen, was dabei rauskam, die habe ich dann auch noch separat gebacken. Das war total süß. Die kann man wunderbar verschenken, so als kleine Deko nebenbei. Vorsichtig die Kekse lösen, hier einfach ein bisschen von unten drauf drücken und dann geht der Stern auch raus. Und die kommen jetzt auf ein Backblech, das natürlich mit Backpapier ausgelegt ist, und dürfen dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 5 Minuten backen. Und nach dem Backen sahen sie so aus, die gehen ein bisschen nach oben, sacken aber dann wieder zusammen und die sollten jetzt komplett auskühlen. In der Zwischenzeit stellen wir einen Eierlikörpudding her. Hier habe ich jetzt mein Puddingpulver, da kommt ein bisschen was von der Milch dazu und eventuell 1 oder 2 Esslöffel Zucker noch, wer es mag. Das Ganze wird verrührt, die restliche Milch wird aufgekocht, hier seht ihr, sie kommt schon nach oben und das ist der Zeitpunkt, wo ihr dann den Vorpudding, die Vorpuddingsoße mit hineingibt und sofort umrühren, der wird ziemlich dick. Aber wenn er euch zu dick vorkommt, dann gebt einfach noch ein bisschen Milch dazu. Das Ganze gut verrühren und zum Schluss kommt dann noch der Eierlikör mit hinein und den ebenfalls hineinrühren. Und dann sollte der Pudding auch so gut eine halbe Stunde auskühlen. Und wenn der dann ausgekühlt ist und die Plätzchen auch, dann geht es ans Zusammenstecken. Hier habe ich jetzt meine Kekse mit den Sternen. Die bekommen jetzt erstmal so ein Pudergleit. Also Puderzucker einfach darüber sieben. Bei den anderen Plätzchen, wo kein Loch in der Mitte ist, da kommt jetzt in die Mitte ein bisschen was von meinem Pudding. Also meiner hier war fast schon ein bisschen zu kalt. Der hat zwar auch Anzug gehabt, aber es war noch im Rahmen. Da gibt ihr jetzt einen Klecks drauf, lasst bitte Rand. Und dann steckt ihr einfach oben drauf einen Keks mit Stern. Und dann ist der eine Keks schon fertig. Und das machen wir jetzt mit den ganzen Plätzchen. Übrigens sollte von dem Pudding was übrig bleiben. Bei mir ist ein bisschen was übrig geblieben. Das kann man so naschen, so nebenbei. Ja, und dann sind
wunderschöne Eierlikörplätzchen fertig. Diese Plätzchen halten jetzt nicht ganz so lange, so ich würde sagen eine Woche. Also wenn ihr die kurz vor Weihnachten backt, das langt vollkommen. Sie sind sehr, sehr weich und sowas von lecker. Und wer keinen Alkohol mag, der lässt einfach den Eierlikör beim Pudding weg. Ganz einfach. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.